Ich bin sicher, die Mutter von vielen genialen Ideen sind schlechte Ideen, die man halt weitergespielt hat. Und ich glaube, fast alle Ideen, die wir haben mal klein angefangen. Ich bin Felix Schemberger, ich bin Zeichner und Illustrator und ich bin Professor für Zeichnen und Illustration an der Fachhochschule Münster. Ich glaube, ich mag das Einfache an Zeichnung. Egal, ob das jetzt nur ein Stift ist oder auch ein farbigen Stift oder vielleicht ein bisschen Koloration. Das ist alles was Simples. Ein bisschen was Privates, Bescheidenes, was halt einfach da ist und sich dazu gesellt. Berlin ist ja gar nicht schön. Ich glaube, dass Berlin aber wahnsinnig lebendig ist. Ich mag es, Geschichten zu erzählen. Ich mag Geschichten mit Bildern zu erzählen. Ich interessiere mich für Leute, ich mag Leute, ich gucke mir Leute gern an. Und einfach Leute gern angucken, ist schon ein bisschen komisch. Aber das Skizzenbuch ist ein guter Grund. Wenn ich was zeichne, dann wird die ganze Welt um mich herum in eine Zeichnung gebannt. Es riecht vielleicht irgendwie, es hat Geräusche, es hat eine Atmosphäre. Die Zeichnung ist ja nicht nur Abbildung, sondern die Zeichnung beschreibt ja was. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, man erzählt Geschichten. Ich habe neulich ganz viele so alte Kinderzeichnungen von meiner Mutter bekommen, mit so irren Drachen drauf und sowas. Und als Kind zeichnet man ja immer wahnsinnig gern. Und dann kommt so eine komische Phase, wo man anfängt, sich zu vergleichen. Und das ist ja erstmal so eine Frustration, dass man nicht gut genug ist für irgendetwas. Mir ging es, glaube ich, so, ich musste mal so innehalten und vielleicht auch ein bisschen Wunden lecken, um dann wieder die Power zu kriegen, um dann weiterzumachen. Gerade wenn man am Anfang steht und da unsicher ist, dann ist es auch wichtig, dass irgendwer einem so die Hand auf die Schulter legt und sagt, ja, ist gut, ja, mach mal weiter. Das ist wirklich doof, dass wir Social Media dafür nutzen, allen anderen zu zeigen, wie toll wir sind. Auch manchmal wirklich so, dass sich die anderen klein fühlen. Eigentlich sollte man es eher dafür nutzen, um zusammen was zu machen. Die Kunst ist eigentlich was Verbindendes. Es ist eins von den wenigen wirklich richtig coolen Sachen, die Menschen machen. Und ich bin sicher, die Mutter von vielen genialen Ideen sind schlechte Ideen, die man halt weitergespielt hat. Und viele Sachen, die wir stoppen, indem wir sagen, ja, gibt's schon, ist nicht so gut, ich kann das eh nicht, wären ganz großartige Ideen geworden, hätten wir sie nicht gestoppt.